Herzlich willkommen beim 40k Wohnzimmer, dein Kanal rund ums Hobby Miniaturenbemalung und Co. Schau auch gerne bei unserem Partner Tabletop Kingdom vorbei. Dort gibt es bis zu 25% auf GW-Produkte und mehr. Natürlich auch Base X. Basing leicht gemacht für jedermann. Solltest du deine Miniaturen bemalen lassen wollen, komm auf unsere Seite www.40kwohnzimmer.de, unserem Painting Studio. Und nun viel Spaß bei folgendem Format. Hier spricht euer Tech-Priester. Leider gab es ein kleines Problem bei der Aufnahme aufgrund der geistigen und körperlichen Umnachtung des Aufzunehmenden. Daher liegt auf der kompletten Aufnahme ein Hall, den man leider erst in der Aufnahme gehört hat, als wir den Podcast fertig hatten. Und ja, mir sehr leid. Liegt es auch nicht gefixt. Aber die Folge so, die wollen wir euch trotzdem präsentieren und somit fühlt einfach so, als ob der Omnisire höchstpersönlich die ganze Zeit mit euch spricht. Und viel Spaß mit der Folge Wohnzimmer Talk. Euer Tech-Priester. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder euer Simon, hallo und euer Manu beim Wohnzimmer-Talk. Bevor wir ins Thema gehen, ich gucke euch jetzt ganz tief in den Augen, liebe Leute. Erstmal danke für 600 Abonnenten auf YouTube. Das ist richtig stark. Vielen, vielen Dank. Jetzt könnt ihr mir aber noch einen ganz dicken Gefallen tun. Also sollte YouTube noch nicht folgen, macht das. Aber die meisten hören uns ja auf Spotify und die letzten beiden Folgen sind echt geil durch die Decke gegangen. Auch dafür vielen, vielen Dank. Übrigens, ihr seht uns bald auch wieder nebeneinander sitzen, versprochen. Nörgel ist, genau, Nörgel ist mit uns, diesmal auch vor allen Dingen mit mir so ein bisschen. Ja, also ich nehme, ich opfere mich gerade. Trotz dass Nörgel mich hier anspringt, bin ich hier für euch. Ja, aber das wollte ich gar nicht. Ihr hört uns alle ganz toll und fleißig auf Spotify. Das finde ich total cool. Was ich mega finden würde, ist, wenn ihr unseren Podcast auch einfach mit 5 Sternen bewerten würdet, wenn ihr den sowieso schon regelmäßig hört. Das wäre total geil. Und was auch noch richtig cool wäre für den Spotify-Algorithmus, meine Frau hat mir das erklärt, wenn ihr einen Kommentar unter die Folge tachelt. No? Kann alles sein. Deswegen die Frage aller Fragen, die wir euch heute stellen, also das weiß der Simon auch nichts von, wie immer eigentlich, wenn ich solche Flausen in meinem Kopf habe. Was spielt ihr für ein System und welche ist eure Lieblingsarmee da drin? Knallt das mal in die Kommentare, dann gehen wir nächstes Mal drauf ein. Oh wow. Ja. Hättest du die Frage mal vor ein paar Monaten, vor einem Jahr mir gestellt, da wird es schwieriger gewesen sein. Ja, das auf jeden Fall. Ja, für uns ist das heute gar kein Thema. Eventuell sprechen wir dann da in der nächsten Folge drauf, wenn Menschen da Kommentare rein. Ja. Ihr habt also die Möglichkeit, das Programm mitzugestalten. Oh ja. Und dann driften wir ab in irgendwelche anderen Systeme. Kennen uns schon. Ja, dann ist es so. Hier geht's, hier geht's halt rund ums Hobby. Und wenn wir driften, dann driften wir. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, wir machen ja keinen Lore-Podcast, wir machen kein Turnier-Review, sondern wir leben und erzählen aus unserem Hobby-Umfeld, was meistens Warhammer 40k ist, sind wir ja ehrlich. Ja. Also keine Sorge, wir werden jetzt nicht über Hallenhalmer sprechen oder so, aber es kann durchaus auch noch schon vorkommen, dass wir abschweifen. Sind wir ja noch nie, ne? Ehrlich. Wir sind quasi die Retter der kleinen Leute. Ja, genau. Ja, Bobby, hör mal, ich habe gegen Ale gespielt. Ich habe ja beschlossen, also ich habe ja meine Panzerliste immer gemacht und merkte so in dem Spiel gegen Niklas mit den Dämonen, irgendwie fehlt mir da so ein bisschen kleinen Scheiß, um so Missionen zu spielen. Ja, da habe ich meine Liste angepasst.
Und zwar habe ich, die Liste heißt auch der neue Weg. Nicht der alte Weg. Genau. Gaunt's Geister, mega Einheit, richtig cool gewesen in dem Spiel. Lord Marshal Dreir, ich weiß noch nicht, was ich von dem halte, aber das Modell ist richtig schön. Gibt ja die Reiter rein, ne? Ja, genau, der Oder- geht in die Reiter rein, der kommt theoretisch auf eine 2+ wieder. Ich kann aber schon mal sagen, würfeln konnte ich in dem Spiel nicht. Wenn es drauf ankam, 6 zu würfeln, habe ich keine einzigste 6 gewürfelt. Wenn es drauf ankam, was höheres als eine 1 zu würfeln, habe ich das auch nicht geschafft. Sprich, der gute Dreir ist natürlich prompt gestorben. Lord Solar Leontus, geiles Ding. Ich hatte noch nie so viel CP mit Astra Militarum. Miniaturen wieder umstellen ist auch eine ziemlich geile Idee. Ja, die Befehle sind geil, ne? Ja, Dass er auf alle Befehle stellen kann. Der kann halt auf allem, außer auf Hybride, sprich hier Ogrins und Bulgrins. Aber dafür haben wir ja den Kommissar mit, der das Enchantment bekommen hat, dass der den Befehle geben kann. Und dann sind die echt gut, weil du kannst halt einfach mal sagen, fix Bajonett und dann treffen die Mistviecher auf die 2. Ja, das ist richtig bitter. Na, Ist da nicht auch eine Variante, womit man das machen kann? Also, wo man die halt dadurch besser treffen lassen kann? ja, Take Aim. Ja, genau. Aber Das ist so dann haben sie eine eins besser. Fernkampf, ne? Ja, genau. Dann sind das ja gibt ja die Ogrins und die Bulgrins. Die einen Ja. haben den 4er Retter mit dem 6er Phenopane, wenn du das Schild nimmst. Dann nehme ich ja, weil ist halt besser. Aber der Kommissar der kann nicht jede Order geben. Der kann halt nur Fixed Bayonets und Duty und Honor. Und mit Duty und Honor gibst du den halt einfach mal ein OC mehr. Das ist halt auch, Gerade wenn weil du die ja so einen so Sechser-Trupp, beefy sind. ja, vor allem wenn du so einen Sechser-Trupp dann auf dem Marker stehen hast, sind es mit dem Kommissar nicht mehr 7 OC, sondern 14 OC. Und das ist halt schon stark. Und es gibt ja das Stredder-Game, dass du, wenn du ein CP hast, egal in welcher Phase und egal ob du dran bist oder dein Gegner dran ist und egal welche Phase, sagen kann, stopp, ich ändere meine Order. Ja, Und die haben jetzt nicht mehr Fix Bayonet. Die haben jetzt einen OC mehr. Der Marker gehört doch nicht dir, auch wenn jetzt gerade deine Phase anfängt, wo du Punkte zählen würdest. das ist so gut. Ja, das ist schon richtig cool. Muss man halt ein CP für übrig haben. Naja, wen ich aber auch mit hatte, war Sly Mabu, 55 Punkte, Lone Operative, Stealth, geiler Typ. Für Missionsspiel oder einfach mal auf einen Marker positionieren. Und ich kann dir so viel sagen, der Space Marine Spieler wollte nicht so nah an mich dran, dass ich mir irgendwie mit allem schießen konnte. Also war einer der Mittelmarker, wir haben mit den 4 Schrägmarkern die Mission gespielt. Ja, Hidden Supplies, glaube ich, ne? Ja, genau. Profitierte der halt von Lone Op. Das war ganz praktisch. Und dann hält Sly Mabu, ist ja die Variante von Rambo im Prinzip, hält er halt mal allein den Marker. Fand ich gut. Guter Mann. Ein Kardian Schocktrupp, 6 Bulgrins, 10 Death Rider, das sind die Todeskörper Kriegreiter, ein Basilisk, ein Leman Rust Demolisher, Entschuldigung, 2 und eine Chimäre. Der Demolisher hat halt den Vorteil, wenn er im Nahkampf ist und schießt, kriegt er keine Abzüge. Und der macht halt D6 plus 1 plus mit D6 Schaden. Stärke 14, minus 3. Ja, okay. Und dazu das normale Programm Lesscan, Multimator, Heavy Stubber. Ja. Sagen wir mal so, ich dachte, ich trete mit einer stabilen Liste an. Und bei Niklas war ich ein bisschen zu passiv, deswegen dachte ich, okay. Und dann charge ich mit ich expose meine Pferde extrem, um den versuchen rauszulocken. Und da was abzuschirmen, weil musste ihm, das ist ja im Prinzip dieses, du hältst einen Marker, 2 Marker und du hältst mehr Marker und der Homebase-Marker zählt zwar für mehr Marker, aber der zählt nicht für Punkte. Und dann wollte ich ihm den Marker denyen, das habe ich dann auch geschafft.
Und dann schießt er aber er musste mit seiner kompletten Armee auf die Bulguns und auf die Pferde schießen und hat die dann wirklich auf Punkt mit seiner kompletten Armee auch nur weggekriegt. Das war schon ziemlich heftig, was der da reinballern musste, ne? Er hatte diese zwei Schwebe aus der Hölle schießenden Panzer. Repulsor Executioner, ne? Ja, genau. Oder, auch ja, nicht der Lancer, ja. Nee, genau. Dann zweimal Dreadnought, die auch war ein bisschen zwingig schießen, aber er sehr erfolgreich damit war. Die Ballistus. Ja. Auf jeden Fall ging das Spiel ziemlich deutlich, können wir mal sagen. Vorbereitung ist das halbe Leben hier. Games. Also, er hat auch nur 54 Punkte machen können. Das fand ich schon mal ganz gut. Dass ich ihn da gedrückt habe. Ich kam aber nur auf 25. Okay. Ja, also in Runde 1 geben wir uns beide nicht viel. Ich mache Recover Acid, er macht Clans. Ich mache mit Hidden Supplies. Ja, machst ja 0 Punkte in der ersten. Dann zieht Display of Might, Recover Assets, macht das für voll beides, 9 Punkte. Ich mache Clans für 2. Extended Battle Lines, ich schaffe kein Overwhelming Force und Display of Might, schaffe ich nicht, schmeiße ich weg. Ne? Also nach den Runden, er macht Extended Battle Lines für 4, da habe ich noch eine 10er Runde gemacht. Nee, eine 5er nur noch. Und ja, und dann nahm das Spiel auch seinen Lauf, weil ich einfach ab Runde 4 nichts mehr hatte, weil da stand der in mich drin und hatte alles getötet. Weil Gulliman erschlägt halt, also der gute Robute erschlägt halt so ziemlich alles, wo der drauf trifft. Ja, das ist fies. Ja, und ja, dann haben wir natürlich auch noch so ein bisschen Listenüberlegungen gemacht. Und was soll ich sagen, der Basilisk ist rausgeflogen, erstmal. Schade. Ich finde das, also, ob das Ding gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt im Competitive-Bereich, aber ich finde es witzig für Astra. Auf jeden Fall und auch dieses -2 Movement und -2 Charges gegen viele Fraktionen auch gut, aber ich brauchte Punkte. Ja. So, die 2 Rogaldorn-Commander willst du nicht rausschmeißen. Nee. Die sind das Tödlichste, was in der Liste drin sind. Die Liam Russ sind zu Vanquisher geworden. Die haben zwar nur einen Schuss auf 72 Zoll, das heißt, du musst nicht mit denen nach vorne. Stärke 18 minus 4 D6 plus 6 Heavy. Das heißt, wenn der stehen bleibt, trifft er auf die 3. Ja. No? So, mit 1, wenn du den Befehl gibst, Take Aim, trifft er auf die 2. Auf die 2 stackt das? Müsste ich nachlesen. Wenn das eine ballistische Charakteristik und das andere plus BF-Skill ist, dann ja. Und beides BF-Skill ist, dann nicht, genau. Ja, ne, muss ich nochmal nachlesen. Aber naja, auf jeden Fall, selbst wenn dann auf die 3 ist, eins wiederholen darfst, dann hast du genau eine Zahl, die er nicht würfelt. So. Und die würfelt immer weiter. Ja, genau. Ja, und dann hat er noch den ganzen anderen Kram. Aber der kostet halt nur 145 Punkte. Ja, nix. Ja, genau. Und für 145 Punkte bist du halt einfach mal ein Buddy mit Toughness 1, einer 2er Hose, 13 Wunden und 3 OC. Was dann auch nebenbei noch 2 Melter dabei hat. Entschuldigung, 2 Multimelter, das heißt 4 Schuss. Eine Lescan, Heavy Stubber, Hunter Killer und die Vanquisher Battle Cannon. Und für die Punkte schon wieder sehr stabil. Macht er so fähigkeitsmäßig? Fähigkeitsmäßig sagt er. Ja. Tankkiller.
Monster und Vehicle, you can reroll the wound roll komplett. Ja, ist gut. Dafür willst du ihn ja auch haben. Genau. Ja. Ja, dann habe ich die Death Rider habe ich gesquattet auf 2 Fünfer-Trupps, damit einfach ein bisschen mehr Dingens drin ist. Dann kommen noch 2 Tauroxe rein und in die kommen jeweils 2 Kaskin rein, also 2 Trupps Kaskin. Und ein kardianischer Kastellan hat noch den Weg gefunden, damit der den Kaskin Befehle geben kann. Weil die Kaskin treffen halt von sich aus im Fernkampf auf die stopp, das ist der Taurox. Auf die 3, dann drehst du die damit auf die 2. Ja, das kriegt Haben einen Sack voll Schuss. Ja, so, also die können halt für Astra ziemlich gut Dinge töten. Ja. Und Scout Zoll 6 Move und mit dem Taurox machst du den Scout Move. Du kannst advancen mit dem Taurox, aussteigen und die 10 nur als Normal Move. Das heißt, die dürfen noch schießen und den ganzen Gedöns dürfen die noch. richtig stark. Ja. Ja, wo ich noch ein bisschen traurig bin, ist, ich habe ja jetzt mein Spiel noch gegen Chico, gegen seinen Bruder, auch gegen Space Marines. Ich glaube, dass der Marschall der eher gar nicht so scheiße ist, weil er an sich auch ein gutes Profil hat, auf die 2+ wiederkommt und an sich halt auch alleine Sachen töten kann. Und ich finde halt wenn der den Trupp angeschlossen ist, einfach nochmal die Möglichkeit, dass die Nahkampfangriffe Mortal Wounds machen, schon ziemlich gut. Ja, ist immer so, wenn du halt keinen Wound Reroll drin hast, großartig. Finde ich immer so ein bisschen schwierig. Genau, Aber das ist das halt so ein bisschen. Ne? Du bräuchtest halt eigentlich, müsstest du irgendwo einen vollen Wound Reroll herkriegen, dann wäre das ponderös. ja, dann wäre es richtig geil. Vor allem mit so einer Ja. großen Unit, die ja noch recht schnell ist. Ja, genau. Ja, ich glaube, das hast du bei, Fall. glaube ich, bei vielen Einheiten, die du so in verschiedenen Armeen hast. Du hast Mhm. eigentlich eine ziemlich coole Fähigkeit, aber dir fehlt halt dieses eine Asset, was du brauchst, damit es halt wirklich gut wird. Ja. Ja, was wir festgestellt haben, ist, dass alles und meine Liste tatsächlich ziemlich gleich war von den Sachen, die da drin waren. Nur mir halt so ein bisschen Kleinkram fehlte, um die Mission besser zu spielen oder was man halt so opfermäßig jemanden vor die Füße werfen kann. Ja? Ja. Hätte ich zum Beispiel den 5er-Trupp einfach nur gemacht, um den Marker wegzunehmen, wäre das nicht so schlimm gewesen wie der 10er-Trupp plus Charakter. Habe ich ja bei den Sisters immer festgestellt. Also jedes Mal, du hast einfach so viel Zeug, um einfach doch die Missionen zu spielen. Du tötest vielleicht nicht immer alles oder sowas, aber du hast einfach so viel Scheiß auf der Platte. Ja. Ja, dann haben wir auch noch ein paar Spieltipps gegeben und so. Und insgesamt war das dann ziemlich cool und lehrreich. Und das werde ich versuchen, nächste Woche Donnerstag gegen Chico umzusetzen. Ja, auf jeden Fall, ich hatte viel Spaß am Dienstagmorgen mit dem Spiel, habe mich gefreut. Dark Angels, ne, Chico? Dark Angels? Nee, spielt der nicht White Scars? Der spielt irgendeinen Space Marine Klump. Keine Space Wolves, das weiß ich. Nee, das weiß ich auch. Ne? Nee, aber wie gesagt, ich habe mich gefreut. Das Spiel hat mir so ein bisschen den Drall wiedergegeben, den ich so ein bisschen brauchte. Ja, so als zweites Spiel, so in kurzer Zeit einfach mal wieder, wo ich auch gesagt habe, nee gut, jetzt musst du wieder öfter gucken, dass du morgens ans Spielen kommst. Aber das waren doch dann 25 gut investierte Punkte. Kannst quasi eine 100 unterschreiben, wenn das der Effekt war. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ansonsten, ich liebe meinen neuen Astra Kommando Squad, den ich gemalt habe. Ich bin schwer verliebt in die Miniaturen, wie sie geworden sind. War das der, wo der Typ diese Gasmaske auf hatte? Ja. Die sah gut aus. Also wenn ich so drauf gucke, ist das, glaube ich, so das beste Quality-mäßig, was ich bisher gemalt habe. So. Das war wo du mit Non-Metallic Metal experimentiert hast, ne? Ja, genau. Das war das 4. Mal in meinem Leben, dass ich Non-Metallic Metal gemalt habe. Und dafür finde ich das extrem gut geworden. Stark. Ja. Ne, wer keine Ahnung hat, einfach mal auf meinen TikTok- oder Instagram-Kanal oder in YouTube Shorts, da findet ihr die. Versprochen. Liegen
da öfter rum in verschiedenen Bemalstadien. Ja, und jetzt gerade bemale ich Sly Marbo. Es ist so ein amüsantes Modell, dass Ja, der ich finde einfach es so schon ziemlich von cool. Rambo ist. Ja. Ich werde den, glaube ich, also der ist jetzt schon sehr braun, der wird noch ein bisschen heller, aber der wird ein bisschen braun gebrannt. Weil der Gute rennt ja den ganzen Tag im Dschungel rum. Da kommt kein Licht hin. Wieso ist denn der braun? Matsch. Matsch und Ach so. Dreck. Sorry, Ja, mein Fehler. auch geil mit der Zigarre im Mund und der ist halt noch ein ziemlich ikonisches Modell. Was totaler Dreck ist, ist das Ding zu bauen. Also hört sich jetzt Aber ich finde, banal das an, ist weil es ist eine Miniatur, aber es ist halt aus diesem alten Resincast von ja. GW und das ist halt ordentlich verzogen. Und zwar so, dass ich beim Bauen nicht den Fuß auf den Boden gekriegt habe, der nicht auf den Orkschädelhut. Deswegen steht er jetzt auf der anderen Seite auf dem Necron-Teilen. Ja, aber ich finde so, was solche Sachen angeht, haben die sich mit damaligen Figuren, finde ich, schon mehr Mühe gegeben. Also die neuen Figuren, finde ich, sehen immer so deutlich cleaner aus und du hast viel, viel schärfere Details und sowas. Aber so dieses ikonische, stylische, wie zum Beispiel Interpretation von John Rambo, ja. Ja, der hat Charakter. Ne? Deswegen, Die deswegen Miniatur hat mag ich auch Charakter. Deswegen mag ich auch die Druckdateien von, boah, wer ist der Mad Orc oder irgendwie sowas, der die Orc-Modelle zum Druck Ja, halt hat. das Ähm, A-Team und sowas. Wie ist ja, das genau, nochmal? da Ja. habe ich dann einen Warboss, der aussieht wie Hellboy. Mhm. Ich habe einen Warboss, der, kennst du noch dieses das Buch der lebenden Toten oder sowas heißt das? Ja. Irgendein Typ mit dem Blaumann an der Kettensäge als Hand. Ash. Ja, genau, richtig. Davon habe ich halt auch einen Warboss. Das ist halt saugeil. Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig, richtig cool. Also, finde ich gut. Freut mich. Also, ich habe die Und da wäre ich. Neuauflage gab es ja auch auf Netflix. Ash vs. The Evil Dead. Ja, stimmt. Mit dem Necronomicon. Ja, genau. Ja. Ja, totaler Trash, ziemlich geil. Super gut. Muss ich mal gucken. Jetzt habe ich Bock. Ja. Ich fände es auch ziemlich witzig, so Gaunt's Geist in Richtung Tropic Thunder zu machen. Also geht halt in die Richtung so, wie Comic Orc es halt macht, aber fände ich auch noch eine witzige Sache. Ja, ich bin mal überlegen, ich weiß noch nicht, wie ich meine Geister anmalen werde. Ich muss mal gucken. Also mein Sly Marbo kriegt auf jeden Fall eine Flecktarnhose, wird aus der grünen Hose gemacht. Die habe ich ja bisher nur grün gemacht, die Grundfarben aufgetragen. Das wird auf jeden Fall eine grüne Flecktarnhose. Hm. Ja, der hat ein weißes Feinripp-Unterhemd, also so ein weißes Unterhemd einfach nur an. Ja, sehr gut. Und ja, feier die Mini schon hart. Ja, also wie gesagt, ich bin mal gespannt, was ich aus Gaunt's Geistern rausholen werde, malerisch und welche farbliche Gestaltung ich da gehen werde. Mal schauen. Ich habe jetzt auch für die Space Wolves, das muss ich sagen, hat GW vielleicht ein bisschen gepennt. Also nach meinem Empfinden. Habe ich, dass die anstatt halt so Äxte oder Schwerter tragen, habe ich einige, die tragen Rabenschnäbel. Super geil. Auf jeden Fall. No. Das hätten sie auch von GW. Ja, vor allen Dingen auch gar nicht so eine unbeliebte Waffe tatsächlich. Also historisch gesehen voll gut. Ja. Sagt Rüstungen wie doof und zerschmettert Knochen wie blöd. Ja, alles, was du brauchst. Also besser als jede Axt und jedes Schwert tatsächlich, weil die waren ja genau dafür da, zum Dosen öffnen. Ja, genau. Machen wir kurz eine historische Stunde hier. Auf jeden Fall. Da können wir auch richtig lange abschweifen, wenn wir in die Historie gehen. Ja, ach, das wird gefährlich, dann werden wir zu politisch. Wir wissen, wie man feiert. Ja. Hast du dir schon die neuen Minis von den die Nahkampf-Obliterator angeguckt?
Ja, Böse, böse, böse. also ich muss ja sagen, also GW bringt gerade sehr, sehr, sehr schöne Modelle auf den Markt, beziehungsweise präsentiert die, dass die bald auf den Markt kommen. Beherrsche mich Also, ganz stark, keine Chaos-Fraktion anzufangen, eine weitere. Ähm, weil die Minis, auch die Red Khazar, nicht schön. Dann noch mit den Nahkampf, die Red Khazars finde ich auch Dingens, also schon richtig, vor allem richtig schick. Huron finde ich wirklich, wirklich gut. Ja, also Vom Modell. ja, ich bin ganz ehrlich, wenn ich jetzt noch eine Fraktion anfangen würde, muss ich gestehen, wären Space Marine. Dass ich das jemals sage, hätte ich nicht gedacht. Ja, Ähm, same, ne? War ganz lange nicht, aber jetzt hat's mich. aber das liegt an einem ganz einfachen Grund. Ich würde tatsächlich Vanilla Space Marines wenn machen, weil du kannst damit alles spielen. Du kannst Fahrzeuglisten spielen, du kannst Mischlisten spielen, du kannst Nahkampflisten spielen. Du hast alle, also zu Space Marines gibt es kein Konzept, was du nicht spielen kannst. Ja, Ob das gerade gut ist was anderes, ne? Aber es gibt kein Konzept, was du nicht spielen kannst. Es das gibt kannst du ja im Prinzip. Nahkampftruppen, es gibt Fernkampf und dann hast du ja noch die verschiedenen Orden. Und selbst wenn du sagst, hey, ich habe Vanilla Space Marines, Dark Angel sind gerade cool, dann kaufst du halt noch 2 Boxen Dark Angel Thermis oder Ja, hier die Garde von denen, wie heißen die nochmal? Deathwing Knights. Ja, genau, die Deathwing Knights, hier den Chef von denen da rein und sagst, gib ihm. Also, Ja, du kannst das ja auch, also kannst du mit allem machen. Also ich könnte jetzt auch mit den Space Wolves hingehen und sagen, ich baue mir jetzt noch ein paar Biker, die halt aber irgendwelche Space Wolves Biker sind und kann damit halt trotzdem halt White Scars Liste spielen mit, genau, mit ganz darfst ja vielen dann nur Bikes. nicht die Named Charaktere von nehmen und Wulfen, glaube ich nicht. Nee, genau, aber du kannst ja theoretisch, könntest ja sogar hingehen teilweise und Vanilla Marines spielen, aber dass du den trotzdem Fällen sowas gibst. Also, Ja, es kann ja ja, klar. thematisch passen. Das, Kannst du ja gestalten, wie du lustig bist. das finde ich auf der einen Seite doof, dass du das so viel gestalten kannst, wie du lustig bist, Ja. weil dadurch, finde ich, geht Flair von Armeen, auch diese Supplements, ein bisschen verloren. Mhm. Aber auf der anderen Seite bietet es halt auch Freiheit, was ich total nachvollziehen kann mittlerweile, ist nicht verkehrt ist. Genau, also das ist das, was mich ja immer bei Space Marines gestört hat, ist genau das, was du gerade als ersten Punkt angesagt hast. Und das, was ich aber jetzt gemerkt habe, warum ich gewisse Fraktionen alle wieder verkauft habe, ist, weil die zu spezifisch sind. Ja. Deswegen komme ich aber mit den Wotan total zurecht, weil du da auch alles möglich, ne? Du hast Nahkampftruppen, du hast Fernkampftruppen, du hast Fahrzeuge, die du spielen kannst, ne? Und zwar gut spielen kannst. Deswegen komme ich mit Astra zurecht, weil du kannst auch sagen, ne, die haben zwar jetzt nicht so, ja, obwohl selbst ein Ogryn-Trupp, der dann auf einmal auf die 2 trifft und so, ist ja ein starker Nahkampftrupp. Ne? Mit Stärke, warte mal, ich glaube 7, 9, irgendwie sowas, müsste ich nachgucken. -2 für 2 Schaden. Ich glaube, was der große Vorteil gerade bei solchen Armeen ist, dass du einfach, nehmen jetzt mal, er hat ja kurzzeitig auch mal Tau. Wenn du mit so einer Armee kannst du nur eine Phase bedienen. Ja, genau. Und wenn du diese Phase aber nicht schaffst zu bedienen, dann ist halt, Dann ist das ne, Spiel halt ja, durch. ist mit Orks ja ähnlich. Du kannst halt, also ja, ne, Flashkits sind cool und es gibt mal hier und da ein paar Spikes, aber wenn du die Nahkampfphase nicht bedienen kannst, dann ist halt, ja gut, dann machen wir es halt nicht, dann versuche ich halt möglichst viele Bodies hinzustellen und wenn das auch nicht klappt, ja, dann Genau. war's. Ne? Und das habe ich halt jetzt so gemerkt, so, was macht mir, welche Art macht mir Spaß? Ne? Und ja, und deswegen merkte ich dann so, okay, also ne, das wäre im Prinzip eine Fraktion, steht gerade nicht an. Wie gesagt, ich ja mal gerade meine Astra. Ne? Aber wer weiß, wenn die nächste Edition kommt und die Starterbox gut aussieht mit dem Space Marine Anteil, irgendwer findet sich immer den anderen Rest will.
Du hast das ja auch bei Chaos Space Marines hast du das ja genauso, ne? Du hast da Beschuss und Nahkampf, du hast Schnelligkeit mit drin, du hast das zum Beispiel bei Suns hast du das wieder nicht. Da hast du halt super viel nur auf Beschuss. Also auch die Thermis sind im Nahkampf, finde ich nicht so krass. Weil du die Nee, einfach super, nicht. du kannst die halt super gut auseinanderziehen. Ich stand, als ich das Spiel mit dem Flo hatte, mit meinen Sisters, war der halt dann nachher in irgendwie 2 oder 3 Trupps drin. Dann ist halt auch wieder zu wenig da, um wirklich effektiv was rauszunehmen. Bindest du die ab, dann schade. Ja, das ist auf jeden Fall. Was mich beim Chaos so ein bisschen stört, ist die Angst, wie es weitergeht. Hm. Wir wissen nicht, was mit Dämonen passiert. Es gibt ganz viele Theorien. Die einen sagen, da gehöre ich ja auch zu, du wirst keinen einzelnen Dämonenkodex mehr kriegen. Ja, glaube ich auch Weil nicht. gab es jetzt auch nicht. Paintomancy zum Beispiel hofft, dass es einen gibt. Hoffen tue ich auch. Glaube aber nicht. Weil GW hat ja jetzt auch den Kodex weggelassen. Ja, die haben arschvoll Detachments trotzdem gekriegt, aber die haben keinen eigenen Kodex bekommen. Und das fühlt sich für mich schon so an, vor allem wenn du jetzt guckst, die Emperor's Children sind rausgekommen. Also haben jetzt alle 4 Chaosgötter ihre spezifische Fraktion. Ja, Jetzt und ihre sind noch, Dämonen halt im Kodex drin, ne? genau, und ihre Dämonen im Kodex drin. Jetzt kommen noch mehr Chaos-Miniaturen raus fürs ungeteilte Chaos. Und wenn jetzt Und dann dann noch machen wir es gesagt wahrscheinlich wird, genauso wie bei Space Marines quasi. genau, und wenn dann jetzt noch gesagt wird, okay, der ungeteilte Kodex kriegt jetzt noch Zugriff auf Bellacore und alle Dämonen. Stell dir Das, mal vor, die machen das wie bei den Space Marines, wie es jetzt aktuell ist, dass du mit den Supplements die Detachments spielen kannst bei Chaos. ja, das wird Brainfuck. Dann hast du irgendwie Ja. keine Ahnung mehr, welche Dosenfraktion das gerade ist, gefühlt. Nee, definitiv nicht mehr, da blickst du dann gar nicht mehr durch. Ne, aber wie gesagt, so meine Theorie ist, Dämonen landen auch im Chaos Space Marine Codex drin. Da Ja. wird es eventuell 1, 2 spezifische geben, die dann da nicht drin sind, aber dafür haben die dann den Onkel Bellacore zum Beispiel. Und die ganzen Named-Charaktere, die großen, dann natürlich nicht Rotticus und Co. Ja, Ja, aber ich könnte mir vorstellen, Scarbrand ist ja bei World Eaters mit drin, ne? ja genau. Ne? So. Ja. Und dass das so kommen wird, da habe ich aber Angst vor, was das aus der Fraktion macht. Ob du dann immer gezwungen bist, Dämonen mit reinzunehmen. Oder ob du Dämonen überhaupt noch alleine spielen kannst, sinnvoll. Ja, oder ob du halt wie jetzt auch irgendwie extra die Detachments spielen musst, um Dämonen überhaupt nehmen zu können. Genau. Und deswegen würde ich niemals freiwillig auf die Idee kommen, gerade zu sagen, obwohl ich Chaos Space Marines optisch meistens wesentlich cooler finde. Da die neuen Modelle, die jetzt gerade alle der Pipeline sind, Alter. Würde ich aber niemals auf die Idee kommen, nehme ich, weil keine Ahnung habe, wo das Spielkonzept technisch hingeht. Bei den Space Marines weißt du, dieses Multifunktionswerkzeug, das du alles bedienen kannst, wird bei denen definitiv stehen bleiben. Das macht auch Sinn als Lieblings-, damit einfach also als Supermarktverkäufer, sag ich mal. Ne? Also das ist ja die Fraktion, die dir jeder GW-Store an den Herz legt, wenn man sagt, hey, ich fange an, ja, hier Space Marines. Ne? Das sind halt die Aushängeschilder. No, aber wie gesagt, ich habe momentan richtig Bock mit meinen Astras, wie gesagt, zu spielen. Werde jetzt von meinem Konzept abweichen, nur Desktop zu spielen, das funktioniert leider nicht. Nee, leider nicht. Auch Also wenn ich es glaube, wenn. optisch cooler gewesen wäre, Ja. aber es funktioniert nicht. Und dann werde ich aber die Truppen auch so unterschiedlich bemalen, dass man erkennt, dass eine Desktop ist, das andere eben nicht Desktop, ne? So, sondern Kardianer und. Ja, hat auch was. Ja, Wenn man das so richtig cool prägnant sehen kann, ja dass genau. das so ein Haufen ist aus verschiedenen Regimentern und dann Genau, und das zusammenwürfelt. bleibt dann einfach die 969. Legion. Das ist ja bisher auch die 969. Legion. Und das bleibt sie Das ist dann so. halt mit allem Gemische. Ja. Ja, So der gut. Leontus ist rumgereist und hat den Rest hier sammelt.
Voran, der Kürbis hat Bier dabei. Genau, Kützerin, hör mal, ne? Currywurst Da muss jetzt können wir anstellen. nicht. Und da können wir nicht. Links und rechts können wir nicht. Da müssen wir mitten durch. Oh je. Hm. Stell mir so eine Fraktion vor, ey. Boah. Ja, das ist schon geil. Wenn ihr eine neue Fraktion anfangen wollt, dann schaut auf jeden Fall bei Tabletop Kingdom vorbei. Euren Partner, wenn es heißt, ein Stuff für Tabletop und Basing-Material. Werbeblock Ende. Oh, ihr habt auch gesehen, apropos Tabletop, meine Schneepaste funktioniert noch. Sehr gut. Ja, wie gesagt, ansonsten hätte ich hier gehabt, hättest du die abholen können. Also, richtig geil. Ich mag die unheimlich gerne, diese Schneepaste von Acker. Gut. Ja, die ist ganz cool. Dazu hatte ich damals auch von AK, gut, dass wir gerade Werbung für den Sponsor gemacht haben, die jetzt andere Produkte nehmen, das Snow Powder, die Mikroballoons. Die sind immer ganz geil, um so auf so Kleinteile an dem Modell nochmal so ein bisschen zu machen. Hey, du hast noch Sachen von denen da. Ich lasse mich gerne überzeugen von anderen Basic-Materialien, die ich dazu noch machen kann. Ich habe Tonnen hier. Ja, Links neben mir, also ich habe ja mittlerweile eine sehr große Auswahl an Based X Basic Material. Danke, wie gesagt, an Steve von Tabletop Kingdom und Based X, der mir die zur bringst du mir Verfügung was mit? gestellt hat. Mhm. Für Schneebases? Ja, Lass ich mich gerne überzeugen. genau, ich packe das Zeug mal ein, weil gerade habe ich keine Schneebases in der Kette. So, ne? Dementsprechend bringe ich das Zeug mal mit, dann kannst du mal ausprobieren. Kannst auch geil kombinieren. Ja. Von hier Ja, haben es ist Nuklearschnee, der leuchtet bei Schwarzlicht. geil, ja, das will ich haben. Ja, ne? Das will ich haben. Da brauche ich immer so eine kleine Lampe, womit ich drauf leuchte. Ja, ne? Also wie gesagt, bring ich dir mit. Und dann kannst du mal rumprobieren. Ich finde ja sowieso, hatte ich heute auch, ich hatte heute Morgen ja Livestream und da habe ich auch nochmal gesagt, ne? Also ich benutze, bis auf wenige Ausnahmen, benutze ich auch das Streu von Based X nicht einfach pur. Ich mache damit immer noch irgendwas. Entweder dry brush ich das, manchmal sprühe ich das auch komplett drüber und bemal das dann neu. Oder jetzt bei dem, was ich jetzt gemacht habe, da bin ich halt auch, ich habe noch Tufts drauf gemacht und dann habe ich ja so, das ist ja so ein bisschen Alien-mäßig, so mit Neonfarben rein und das habe ich dann auch mit auf die Steine gemacht und solche Sachen so ein bisschen. Ich mache da immer noch ein bisschen was, weil eine angemalte Miniatur und ein nicht angemalter Boden fällt immer auf. Schnee ist da nochmal so eine Ausnahme tatsächlich. Es gibt wenig Basic-Materialien, wo das eine Ausnahme ist. Aber ich finde, das verbindet immer noch mal ein bisschen mehr. Ne, wenn man da ein bisschen was mitmacht. Und wenn es nur ein paar Blutsprenkler im Schnee sind. Es wirkt halt nochmal ein bisschen lebendiger. Genau. Ja, weil eine gemalte Textur ist was anderes als eine natürliche Textur. Das ist halt so. Musst du bei so Schneebasen, musst du so ein Necron-Hand abkappen und die quasi, als ob die so von einer Lawine verschüttet wäre. Das wäre auch geil. Das oder einfach so gelb, also so gelben Schnee mit Stopp oder so. Oder No. Oder wenn du die Miniatur weiter quasi nach vorne auf die Base setzt, quasi dahinter ist wahrscheinlich ziemlich schwierig oder einfach, je nach dem Modell, so blutige Fußabdrücke, die der gerade gemacht hat. Ja, genau. So, Ja, kommt vom Feind oder so, ja. Ja, damit kann man halt auf jeden Fall das lebendiger machen. Wenn man so richtig viel Zeit hat und da richtig Bock dran hat und nicht gerade sagt, in 2 Wochen ist Turnier, ich muss noch fertig werden. Braucht keinen Druck auf. Moment. Dann kann man ist mehr als 2 Wochen. Ja, dann kann man ziemlich coole Sachen machen. Hab noch 4 Wochen. Und dann können Base eine Geschichte erzählen und das ist ziemlich cool. Ja, es wirkt einfach so geil, wenn du dann irgendwie so nicht nur der Figur Lebendigkeit gibst, sondern auch der Base. Genau. Ja. Du baust ja ein kleines Szenario einfach auf. Das ist halt ein Diorama für sich auf so einer Base im Prinzip. Genau. Ja.
Und ich habe festgestellt, Astra Militarum macht teilweise sehr, sehr kleine Base. Kleine Menschen. Ja, die sind ja auch kleiner, die Menschen. Aber ist ja bei Sisters relativ ähnlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, super viele, die super klein sind. Hm. Spiel mal so eine Org-Liste hier. Wie heißt das Detachment noch? Big Red Button, ich komme gerade nicht drauf. Hm. Wenn du da so 40 Grotze oder sowas spielst und dann machst du auf jedes so eine richtig gute Base. Das ist auch richtig beschissen, glaube ich. Also, ist cool, wenn es fertig ist, Auf jeden aber Fall, aber manchmal ist klein halt auch um da hinzukommen, herausfordernd. ist nervig, wenn man es irgendwann schneller fertig haben will, zum Beispiel. Ja, Wenn du sagst, ich habe dazu Zeit ohne Ende, dann ja, gut. das ist egal. Oh. Aber da kann man wirklich viel mit Grastafts machen, gerade bei kleinen Bases. Wenn du da 1, 2 Grastafts in verschiedenen Größen draufpackst, hast du schon viel gewonnen mit der Miniatur. Du kannst ja bei diesen Grasdingern kannst ja zum Beispiel auch noch die Spitzen zum Beispiel so ein bisschen rot machen, dass da so Blutspritzer drauf sind oder sowas. Ich habe ja meine Grastafts noch mit der Airbrush bearbeitet. Ja, zum Beispiel. Und das lässt sie halt auch nochmal lebendiger wirken. Das ist cool. Ja. Auf jeden Ja, Fall. ich bin mal echt gespannt, wann so die ersten Sachen kommen, wann man weiß, was dann im Sommer ist, wie das im Sommer ist. Sind wir im Softcut oder sind wir im Hardcut? Ich glaube, wir müssten im Softcut sein. Ich glaube auch. Weil Hardcut war ja jetzt zu 10., Mhm. wo die ganzen Indexe rausgekommen sind und so. Ja. Theoretisch müssten wir dann im Softcut sein. Ja, und da bin ich gespannt, was und wie sich ändern wird, weil ich finde die Edition immer noch sehr, sehr gut und sehr, sehr stark. Könnt ihr auch einfach weiterspielen. Bin ich Ja. ehrlich? So vom Gros her auf jeden Fall. Na, gibt ein paar Kleinigkeiten, wo man dann nochmal irgendwie dran könnte. Und da bin ich gespannt, tun sie das einfach nur? Für wirklich leichte Nachjustierung? Oder doch ein bisschen mehr? Und was passiert mit den Kodizes? Weil, wenn die bei einem Softcut bleiben und nicht sofort alle Kodizes in den Grund und Boden stampfen und sagen, hier sind eure Indexe, dann bleibe ich 1000%ig dabei, dass Chaos-Dämonen keinen eigenen Kodex kriegen werden. Ja. Ja. Wenn Weil das der Fall ist, auf jeden die Fall. werden nicht über Also sind wir mal 3, 4, 5 Jahre denen kein Buch dann geben, wenn denn noch Sind wir eins kommt. sind wir doch mal ehrlich. Welchen Grund hätten sie, keinen Kodex rauszubringen von den Dämonen? Es gibt relativ, glaube ich, viele Leute, die zumindest noch nebenbei Dämonen spielen, weil es halt so eine ikonische Fraktion ist. Und warum sollten sie nicht damit Geld machen, da einen Kodex rauszubringen? Problem ist, dass Dämonen die einzigste Fraktion ist in dem kompletten Games Workshop System, die du in mehreren Systemen spielen kannst. Bei allen anderen Fraktionen haben sie es wegbekommen. Warhammer Fantasy, AOS, Warhammer 40k. Alles 3, die Dämonen spielen. Aus einer Armee kannst du alle 3 Systeme mitspielen. Gibt es keine andere Fraktion mehr. Die hatten ja vorher nochmal gewisse Sachen bei AOS und Age of Sigmar. Dann würden sie, wenn sie ja Kodizes verkaufen, für zumindest darüber noch Geld generieren. Ja, aber ich glaube, denen geht es eher darum zu sagen, nee, wenn du 10.000 Punkte Dämonen zu Hause hast, kannst du nicht alle 3 Systeme spielen. Ist eine Aktiengesellschaft. Ich sagte, also, heute ist der 4.2., wir haben 21.58 Uhr an dem Tag, wo wir aufnehmen gerade. Ich sag, das ist mein Gros, das ist der Hauptteil. Wir haben das mit allen Fraktionen, die du
in mehreren Systemen spielen konntest, also das betraf ja mehr AOS und Warhammer Fantasy, haben die einen Cut gemacht. Sie sagen, kannst du da spielen, aber nicht da, kannst du da spielen, aber nicht da. Und Dämonen sind die einzigste Fraktion, wo das noch geht. Und zwar über das Fantasy-System hinaus in Warhammer 40k. Und ich glaube, es wird viele Dämonenspieler geben, die es richtig doof finden werden, wenn kein Kodex kommt, weil es gibt sie. Gerade wenn du die Turnierebene verlässt. Ja, viele. Weil es ist ikonisch. Genau. Und ich glaube, da kommt das weitere Problem, was Games Workshop mit Dämonen hat. Dämonen waren ja früher anders spielerisch. Du hast teilweise keine Listen gebaut, du konntest beschwören, dann konnten die auf dem Feld einfach erscheinen und solche Sachen. Bei Moralwert sind die mal einfach gestorben, wo Moralwert früher noch hieß, die Truppe rennt nur weg. Ja? So, und kann sich wieder sammeln. Dämonen sind gestorben, weil die rennen nicht weg, sondern lösen sich auf und sind im Warp. Ja, und solche Sachen. Und wenn du dir die jetzt anschaust, könnten es auch genauso, doof gesagt, Space Marines sein. Vom Regelwerk her. Ja, I see your point. Die großen Dämonen sind Knights. Oh. Ja, ich hoffe, dass die das nicht komplett in den Sand setzen damit. Das hoffe ich auch. Ich fände das total cool, wenn die denen so ein bisschen mehr Liebe geben würden, wieder einen eigenen Kodex kriegen würden und spezifischer. Also lass die was Besonderes sein. Ich finde es cool, dass du jetzt. Ich fände es cooler, wenn du Dämonen mehr in deine Listen einarbeiten könntest. Beispielsweise bei den Death Guard, dass du nicht das Detachment haben müsstest, sondern einfach sagen könntest, ich nehme jetzt zu meiner Liste einfach noch Bei Beast of Nurgle. 6 Nörglinge mit. Ja? Also, dass man darüber auch ein bisschen mehr wieder Varieté bekommt und so. Und ich glaube, das werden sie hinkriegen, wenn die keinen eigenen Kodex kriegen. Ich glaube, dass sie einen eigenen Kodex haben, steht denen im Weg. Weil wenn du einen eigenen Kodex machst, dann musst du die so bauen, dass du die in dem eigenen Kodex genauso wie jeden anderen auch so gut spielen kannst. Und dann sind Dämonen, glaube ich, aber zu stark, um sie mit 1000 Suns ohne Beschränkung zusammenzupacken. Ja. Oder Emperor's Children. Oder stell dir mal vor, wir nehmen vorne, wie heißt denn der nochmal? Platzwasser? Nee, die Chaos Space Marine Fraktion. Ach so, ja. Wer ist die nochmal? Chaos Space Marines? Welche Fraktion? Also welches, meinst du, Ja, Detachment? hier die Corner-Dinger. World-Eaters. Ja, danke. Gerne. Jetzt weiß ich, wo dein Boot lang fährt. Heute bei Wortfindungsstörungen.de. So, und jetzt kannst du da einen Haufen günstiger Dämonen reinschmeißen. Ja, mehr können ja auch nicht. Ja, aber das bringt ein Ungleichgewicht. Ja. Dann hast du da auf einmal eine Massearmee und spielst dazu einfach 3 Einheiten 8-Bones, die dir dann den Rest deines Gegners töten und die Massearmee beschäftigt einfach alles und schwemmt die Marker zu. Dann hast du da keine Chance gegen. Das ist ein Megaplan. Wäre ich sofort bei dem Spielprinzip. Ja, also, aber dagegen zu spielen wird die Hölle. Sofern du die Masse nicht handeln kannst, ja. Es gibt, ne, Sind immer noch Dämonen, die haben und bleiben bei einem Retter. Gut, die haben 5er nur, aber. Also ich kann es dir aus meiner Erfahrung mit der Green Tide Liste sagen, es gibt Armeen, die können sich da durchfräsen ohne Probleme. Aber halt nicht alle. Halt
ist halt purer Stat-Check, ne? Entweder du kommst da durch oder halt nicht. Ja, gut, aber der Retter, der macht das halt so subtil stark. Ja, Green Tide hast du ja auch bei deinen Ork-Modellen 5er Retter. Immer. Ja. Außer du bist unter 10. Aber ja, ich gehe Also ich davon aus, glaube, dass dass das einfach Balancing. es wird einfach nicht wahrscheinlich relevant sein, weil ich glaube einfach nicht, dass da irgendwas kommt in irgendeiner Codex-Form, sondern dass sie als Codex verschwinden und in die Fraktion eintauchen. Genau, das glaube ich auch. Und dann bin ich gespannt in ein paar Jahren, ob der Aufschrei so groß wird, dass sie dann irgendwann wieder in einem Riesentrara wieder rein. Kommen die weiblichen Dämonen. Ja, komm, ich habe letztens wieder einen Artikel gelesen. Spieler regen sich über weibliche Charaktere, Space Marines und weiß ich nicht auch. Leute, das ist doch Wumpe. Mal ganz im Ernst, wenn ich das in eine Rüstung stecke, eine anständige Rüstung, dann siehst du eh nicht, ob da Brüste sind oder nicht. Setz deinem scheiß Space Marine einen Helm auf, dann siehst du auch nicht, ob da ein Männchen oder ein Weibchen ist. Ja? Und seien wir mal ehrlich, in der Zeit von heute, wo du gut an Bits kommst, in was für einer Form auch immer, ob Druck oder erstanden über sonstige Plattformen, das sollte das geringste Problem sein, da, ich sag mal, Männerkopf drauf zu hauen, wenn man das will. Oder ein Helm oder irgendwas. Und vergesst nicht, es kommen mehr Frauen ins Hobby mittlerweile. Immer mehr. Ne? Nach und nach. Das Hobby kommt in der Frauenwelt an. Merkt man bei uns jetzt auch im Verein. Genau, ne? Es werden immer mehr Frauen im Verein. Ich hatte heute Morgen auch mit einer geschrieben auf Instagram. Die spielt zwar AOS. Ist ja Ich hatte quasi. unter einer meiner Beiträge, dann haben wir es in den Beiträgen und dann aber so geschrieben. Und es kommen mehr Frauen in das Hobby rein. Merkt ihr ganz einfach, wenn ihr Instagram habt, macht das mal einfach auf, gebt Games Workshop, gebt mal Warhammer Miniaturen ein, Miniaturenbemalung, wie viele Frauen mittlerweile auf Instagram Bemalaccounts haben. Und über die Menschen, die sich jetzt darüber aufregen, dass es ja dann weibliche Figuren gibt, nicht böse gemeint, was ich jetzt sage, weder den Frauen noch den Menschen, die das so machen. Schaut auf die Followerzahlen und war lange eine Männerdomäne und Nerds und mal ganz im Ernst, ich kann das ja verstehen, wenn ihr meine Hackfresse an einem Bildschirm seht, ja, oder eine hübsche Frau, nett aufgemacht, geschminkt, ich sage jetzt gar nicht halbnackt, sondern wirklich einfach nur eine hübsche Frau, geschminkt, die sympathisch rüberkommt, Angenehme Stimme. angenehme Stimme, die weiß ich nicht, schneller auf 1000 Follower ist als mein Hackstutengesicht. Ja, so ist Das es halt. Leben. Also, ich bin sehr froh, dass das mittlerweile nachlässt, dass wenn Frauen solche Hobbyläden betreten, dass die komisch angeguckt werden. Oder muss ich dir mal also früher gab es mal so ein dämliches Meme. Oben siehst du so eine LAN-Party und irgendwie so 5 Jungs, die so vor ihren Rechnern mit Röhrenbildschirmen noch hängen. Und dann geht die Türe auf und da steht irgendwie so ein Mädel drin. Und da unten steht dann quasi das Bild von Gandalf auf dieser Brücke. You have no power here. Ja. Ja, so ist immer so dieses, oh nein, sie ist da, was machen wir jetzt? Genau. Ja. Und das soll gar Schon keine schön. Gender-Diskussion oder irgendwas auslosen, sondern einfach, freut euch einfach, umso mehr Leute wir im Hobby haben, freut euch einfach, umso mehr Vielfalt wir in den Miniaturen haben. Das ist doch ein ganz toller Aspekt an dem Hobby. Ihr könnt eure Miniaturen bauen, wie ihr wollt. Ja, genau. Davon lebt das ja auch einfach. Ja, ne? Und wie gesagt, 3D-Druck machst du selbst wenn. Ne? Guck auf Etsy, weiß ich nicht. 40 Ja. Space Marine Köpfe kosten nicht die Welt. Ja, oder es hat noch einfach irgendjemand 1000 Stück zu Hause rumliegen und will die gerade irgendwo verkaufen. Ja, oder connectet Oder du euch, hast fragt einfach untereinander nach. Also ich habe hier riesen Bitkisten zum Beispiel. Ne? einen zum Beispiel, wenn du einen hast. Ne? Bei uns sind ja auch Bitkisten mit irgendwelchen Schrammen, die keiner mehr braucht und da sind irgendwelche Köpfe dabei. Ja, genau. Ne? Also, wie gesagt,
Hm? Das Seid soll offen, nicht freut das euch über Problem Leute. sein. Genau, seid offen, freut euch über Leute im Hobby. Genau. Das ist das Wichtige. Umso mehr im Hobby sind, umso geiler wird. Ja, meine Meinung. Es ist auf jeden Fall ziemlich geil für die Diversität. Ja. Ich freue mich. Ja, Ich freu mich gegen wen auch. musst du in der Liga ran als nächstes? Ah, es ist euer Ligaspiel. Pico ist mein Ligaspiel. Nächste Woche Donnerstag gegen Space Marine. Darf gegen hier Superwutz Flo? Mhm. Felix. Felix. Yes. Mit Emperor's Children. Hm. Dann gibt es Space Wolves gegen Emperor's Children. Nahkampf auf die Fresse. Ja, interessantes Matchup. Ja. Ich glaube, da wird wichtig, wer wann wen angreift. Ja, und ich muss mir nochmal angucken, welcher von den Lullis Fight First hat. Ich weiß nämlich, ob die Lord Exultanten Fight First haben. Ich glaube, das hat er drin. Ich glaube, 3 Lord Exultanten, 3 Dämonen. Der Lord Exultant ist mega abartig. Packst den nämlich an die Tormentors oder was? ja, nee, an die anderen, nicht an die Tormentors, sondern ich habe gar keine Liste mehr hier drin. Schlimm. Keine Emperor's Children Liste gerade. Schockiert. Schlimm. Die packst du nicht an die Tormentors, sondern an haben wir gleich, warte. An die Infectors. Ja, genau. Ja, 3-mal Lord Exultant, 3-mal Dämonenprinz. Einmal. Musst du mit deinen Fahrzeugen aufpassen. Ne, die haben Aufpralltreffer. Habe ich keine. Doch, Ja, nein, Moment. Stopp. Ich habe Björn. Das ist mein einziges Fahrzeug in der Liste. Ansonsten keins. Der Lord Exultant, der gibt halt Gibt der Fight First? warte mal, Lord Exultant. Weil das Models Leading Unit Weapons Equipped, also der gibt der Unit halt Lethal Hits. Ja, okay. Einmal per Start kann der halt eskalieren, dann macht er einfach mal 3 Attacken mehr. Ja. Und wenn der eine Battleline-Einheit anführt, dann kriegt er und die Einheit halt Infiltrators und Scout 6 Zoll. Ist nervig, ja. Der boxt halt noch zu wie ein Doofen. Aber viel schwieriger ist die Battleline. Die hat nämlich, also mal abgesehen, dass die 4 Attacken hat auf die 3, 5, minus 1, Entschuldigung, 4 Attacken auf die 3, 4, minus 1, 1 und Precision hat. Ja gut, da habe ich ja zum Glück Armor of Contempt, das hilft schon mal ein bisschen. Du hast each time a model this unit targets enemy unit with melee attack, reroll wound roll of 1. If that enemy unit within range of an objective marker, you can reroll the wound roll instead. Ja, das ist gut. Na, ja. Schon mal kein Fight zu haben, ist schon mal, mal was Pluspunkt, dass man da was machen kann. Ne, aber halt in der Kombination mit dem Hitroll von Einsen und den vollen Wound Reroll, wenn du auf dem Marker stehst. Es ist nervig, auf jeden Fall. Hit Reroll haben die nicht, die haben nur den Wound Reroll auf 1 und wenn du auf dem Marker stehst, dann den vollen. Ja. Plus Lethal Hits. Plus, dass die halt auch gar nicht
so langsam sind mit 7 Zoll Movement, 6 Zoll Scout Move und Infiltration. Die sind wahrscheinlich genauso schnell bei mir wie ich bei denen. Ja, genau. Die haben nur den Scout-Move. Die andere Battleline hat Infiltration, die Tormentos. Und du kannst die halt an beiden anschließen, aber im Regelfall schließt du die halt an denen dran, weil du halt die Lethal Hits im Nahkampf haben möchtest. Weil dann mit dem vollen Reroll auf dem Marker, die kloppen dir halt alles um. Ja. Das ist halt stark. Vielleicht gespannt. Wie gesagt, die Dämonen machen halt Aufpralltreffer. Spielt der Lucius? Nee. Die Liste von ihm ist hier Couturier, Dämonenprinz mit Flügeln, 3-mal, Exultant 3-mal, 3-mal Infractors, jeweils mit 5 Modellen, einmal Tormentors mit 5 Modellen. Ne, die haben halt Infiltrate. 2-mal Rhino, einmal Chaosborn, 2 Stück, 2-mal 3 Flawless Blades und 2-mal 6 Noise Marines. Ja, die Flawless Blades sind halt auch biesig. Verwunden ja alles auf die 3. Hab mir jetzt mal diese wunderschöne Liste geklaut, die da auf dem Turnier rumgelaufen ist. Hab sie aber so ein ganz kleines bisschen abgeändert. Ist jetzt hier Stormlands, Ajax Rossfist mit 5 Terminatoren, Björn Solo, Logan Solo, den Leutnant mit Kombi-Weapon. Der Wolfspriest ist in 6 Headtakern drin. Die waren bei der Turnierliste da, bei dem Major in Hamburg, sind alle 6 mit Doppel-Nahkampfwaffe. Das wollte ich aber nicht. Ich habe 3-3 gemacht, also 3 mit Schild, 3 mit Doppel-Nahkampfwaffe. Mir fehlen theoretisch dann. Es gibt dir 2 Attacken mehr. 2 Attacken. Oh. Das ist selten. Meistens hast du ja mittlerweile nur noch Twin-Link, wenn du den, ne? Doppelwaffen. Nee, du hast 2 Attacken mehr, die mit dem Schild haben aber halt einen 4er-Retter. Ja gut, dann generierst du mit dem einen ein bisschen Haltbarkeit und verzichtest dafür auf Deswegen habe ich 3-3 gemacht. Dann nochmal eine Unit Headtaker mit 3 Modellen und halt 3 Wölfen dabei, aber auch mit Schilden. Die 5 Terminatoren, die bei Ajax Rockfist drin sind. 5 Wulfen mit den Wulfenwaffen. Die haben dann 5-2/2 Sustained mit jeweils 3 Attacken. Arschschnell mit 9 Zoll. Ja. Haben halt nur einen 4er runter. Insgesamt 20 von den Wulfen mit den Schilden und den Hämmern. Und 2x6 Thunderwolf Cavalry. Ja. Ja, hört sich ganz solide an, auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt. Musst du auf jeden Fall berichten? Also entweder wir spielen in Erkelenz gegeneinander, weil ich glaube, vorher komme ich dazu nicht. Fast, würde ich schätzen. Mit allen Pipapo, der jetzt noch so in den nächsten Tagen ansteht. Und Karneval. Oder halt nach Erkelenz. Aber muss ich mal gucken. Oh, da wird es hier bei jemandem in der Liga wieder traurig sein, wenn Spiele so weit hinten liegen. Ne? Das ist ja kein Problem. Ich mache manchmal gerne Menschen traurig. Ja, ich auch. Hätte ich nicht im Karneval Urlaub gehabt, dann wäre das Spiel auch wieder sehr weit nach hinten gewandert gewesen. Aber da wir Karneval zu haben, habe ich da halt frei und da habe ich direkt genutzt, so, Nico, lass spielen. Kann auch sein, dass ich die Woche nach Karneval dafür Zeit habe, aber das weiß ich jetzt noch nicht. Ja. Ja, wir müssen mal gucken, wegen Aufnahmen, die dann kollidiert, nicht kollidiert. Nicht kollidiert. Ne, dürfte nicht, ne? Also jetzt diese Woche, jetzt Samstag kommt raus, dann ist Karneval. Und danach ist der, also dann. Und dann ist wieder Aufnahme, ja. Kollidiert nicht. Also würde für mich, glaube ich, nicht kollidieren, ja. Deswegen alles tutti. Jedenfalls. Gut. Dann sind wir auch schon wieder am Ende. Heidenei. Unsere Stunde haben wir gefüllt. No. Wie gesagt, vergesst nicht, den Podcast zu bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Und kommentieren, egal was. Kommentieren, also, egal was. Oder aber auf die Frage.
auch wenn ihr Fragen habt, dann gehen wir auch gerne auf eure Fragen ein. Ne? Also ihr dürft gerne so Fragen auch in die Kommentare packen und dann führen wir die Sektion ein, dass wir auch gerne eure Fragen beantworten. Könnt auch mal fragen, wie kannst du dir nicht mehr die Haare färben oder so? Ja, Kopf Kann ich ist sagen, schwierig, kann, Bart färbe ich kann, nicht. ich, kann ich dir sagen, nein, aber kannst du Die fragen. Haare, die ich färben würde, kann ich hier nicht zeigen. Die auf dem Rücken. Ja, klar. Ich weiß nicht, von welchen sonst geredet wird. Ich bin alt, ich habe Rückenhaare. Nee, hinterlasst fleißig Kommentare. Genau. Hilft dem Algorithmus tatsächlich. Ne? Und selbst wenn er nur Grüße schreibt oder weiß ich nicht, wir lieben alle Bob oder Smö. Ihr könnt auch einfach Smö in die Kommentare schreiben. Smö ist nämlich grenzenlose Liebe und heißt, dass man den Podcast oder das Video bis zum Ende geschaut hat. Also zumindest bei meinen TikTok-Followern heißt das bei so einem kleinen eingeschworenen Kreis. Da wird es irgendwann mal eingeführt in einem Video. Na, also könnt auch einfach Smö. SMÖ mindestens, aber das Ö darf auch so lang gezogen werden, wie man möchte. Aber es müssen 2 Ös sein. Smö nur mit einem Ö ist unwürdig. Ja, Mensch. Also, ihr wisst Bescheid, ne? Dann guten Abend, gute Nacht, guten Tag, guten Morgen wünschen wir euch, wann auch immer ihr das hört. Euer Anu und euer. Simon, macht's gut. Ciao. Farbe Zukunft, Plastik wird Monument. Manu erschafft, was in Träumen brennt. Mit Herz und Treue aus Leidenschaft erweckt der Welt in der Schaft neue Kraft. Pinsel in der Hand, Visionen im Blick. Schritt für Schritt, er malt das große Glück. 40k Wohnzimmer, Herr der Farben und Zeit. Eine Legende unter den Sternen zählt so weit. Mit jeder Mini, mit jedem Modell sitzt er sein Banner durch unser Welten schnell. Im Wohnzimmer taucht, da lebt sein Geist. Mit Tipps und Lachen das Eis zerreißt. Gast und Freund an seiner Seite, durch Farbenmeere auf endloser Reise. Pinsel in der Hand, Visionen im Blick. Schritt für Schritt, er malt das große Glück. 40k Wohnzimmer, Herr der Farben und Zeit. Eine Legende unter den Sternen zählt so weit. Mit jeder Mini, mit jedem Modell schlägt er sein Banner durch unser Welten schnell. Im Wohnzimmer taucht, da lebt sein Geist. Mit Tipps und Lachen das Eis zerreißt. Gast und Freund an seiner Seite, durch Farbenmeere auf endloser Reise. Im Wohnzimmer taucht, da lebt sein Geist. Mit Tipps und Lachen das Eis zerreißt. Gast und Freund an seiner Seite, durch Farbenmeere auf endloser Reise. Unter Neonlichtern, bei schwarzer Nacht, werden Welten gebaut, von Hand gemacht. Wohnzimmerbefestung mit Stahl und Licht. Und Manu, der Meister, verlässt uns nicht. 40k Wohnzimmer, Herr der Farben und Zeit. Eine